So, zieh mein Glas. Was zum Teufel? Oh, ich muss in die Mine. Ich brauche mal wieder Zinn. So. Ja. Hier. So. Gehen wir mal dorthin, denn anscheinend ist dort eine Quest für mich, ja? Excuse me, ma'am. Might I have a word? I'm new to Sandrock, and I would be remiss to pass up an opportunity to speak with a dignified-looking damsel such as yourself. My stars! Did you listen to that? I reckon that must be the phrasings of a bona fide Ataran gentleman. Ain't nobody. Well, what can I do you for, newcomer? Looking for good eats? Or just a place to kick up your heels? I've been ranching these parts for more than 20 years. Reckon I ought to know a thing or two by now. Just ask our builder here. I believe you. I'm Ernest, by the way. I'm here on the behalf of the Atara Times. I was hoping to do a piece on that bandit fellow who's been giving you all so much trouble. Would you care to weigh in on the situation? Oh, I reckon you mean Logan. Mr. Ernie, sir, I don't suppose you were on that train, were you? You still want to catch up with that rascal? Well, here's my weighing in. You'd do best by packing your bags. That Logan's a wanted man, and he likely won't take kindly to a fancy talking, pants-wearing, city-slicking Point Dexter snooping around. No offense. If you want to write about something, write about the scenery. Try some of our Yakmel sausage. It's so good, people all the way from Portia make their way over to stock up on it. Logan, forget about it. Wait till the Corps catches him, then ask him yourself. And it was going so well. I've really hit a wall these past few days. Can't seem to get anyone to open up. Are they really so afraid of one guy? Is it my cologne? You, builder, despite all that, I don't suppose you would be willing to answer some of my questions? About Logan. Yes, I've tried that. The minister, her second in command, the editor of your local paper, all of them have been most unhelpful. But rather than directly tell me no, they all just euphemistically tout off a no comment. Ja, komm. Also, dann frag mich. Really? You will? Fantastic! One moment, let me just get out my notebook. For this interview, please try to be as objective as possible. Try not to let your feelings or any biases get in the way. It's important that I only get the facts as I try to understand this bandit persona. Das letzte Mal, als ich das versucht habe in diesem Spiel, wurde ich nicht belohnt. First question. Do you know Logan personally? Nö, ich habe ihn nie getroffen. That's alright. Still, you've lived here for a while, haven't you? I believe your insight may yet be of use. Tell me what he looks like. I mean, have you seen the posters around here? They really couldn't have found a picture of him without a bandana over his face? Just a simple description will do. Was? Also ich habe dir gerade erzählt, dass ich ihn nie getroffen habe. Geschweige denn überhaupt ohne Kopftuch oder sonst irgendwas. Sag Ernest, was du weißt. Ich weiß gar nichts. So you've never seen his face either. I got a quick look at him. That disarming glare. Ice cold. I'll never forget it. And even through the bandana, you can see there are stories written on his face, just waiting to be told. Dass ihm Geschichten ins Gesicht geschrieben stehen, die nur darauf warten, erzählt zu... Logan's accomplice. The man who helped him on the train. What do you know about him? What's his name? Das ist...
Hä? Woher soll ich das wissen? Ich bin diesem Mann noch nie begegnet. Ich weiß noch nicht mal irgendwie, dass er Freunde hat. Ich glaube, sein Name ist Eierjunge, der Handlanger. Das ist Haru, sein ältester Freund. Wer ist Haru? Ach, kein Konter. Cool. Seems there are several mysteries swirling around this particular figure. I'll have to mull it over. In any case, I suppose this counts as my first complete interview. They sent me here to just do a little throwaway piece for Ernie's World. But this whole bandit thing is gold! My editor Eduardo is gonna flip. Bandits? On your train? It's more likely than you think. No, that's no good. Ne'er-do-well nabs nada? No, how cheesy is that? Ja, Mann, wie kitschig. Sie wurde beobachtet. Hey there, kiddo. I seem to keep seeing you around. You're not following me, are you? Are you alright? I'm fine. Jasmine ist so geil. Are you lost? Where's your mother? I'm not lost. I live here. My mom's in the desert now. Ah, I see. In the desert. Oh, goodness. Sweetie, where do you live? Do you need someone to help you get home? No, you're Ernest, the writer? Did you write the Maltese pigeon? Oh, you're a fan, huh? Gosh, why didn't you say so? Oh, that book you've got. That's my latest release. Why don't I sign it for you? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das jetzt nicht so... Oh, that would be great! Thank you, Mr. Ernest. Oh Gott. Hey, anything for a fan. Who should I make this out to? Voll abgelenkt. Jasmine. That's J-A-S. Huh. And Jasmine, sweetie, why don't you tell me, what was your favorite part about this book? Das will ich jetzt auch wissen. Actually, I thought the story this time was a bit contrived. Contrived? Wow, such a big girl word. Where did you... I'm not finished. The characters are paper thin. And if you've even been paying half attention, you can see every twist coming from a legal way. I think you've been really writing it in lately. Your old stuff was way better. Oh mein Gott, ich wusste, dass das kommt. Jasmine, du hast mich mal wieder nicht hier... Well, little kid, with all due respect, you're a little kid and you don't know anything. I'm your primary demographic. Actually, as you can clearly see displayed on the back cover, the book is intended for all ages. Well, that's all the time I have for today. Wow, look, Mr. Teddy. We got an autograph from Ernest, the famous writer. Let's put it under our pillow tonight. You really can't please everyone. She's kind of right, though. My novels have only ever really caught on with the under 12 demographic. It's gotten so hard to continue to outdo myself. Wow, kann ich dein Buch lesen? Du schreibst Bücher. Ich glaube, das würde ihn, glaube ich, nochmal richtig schön an den Boden. Oh Gott. Yes! The Maltese Pigeon is my most famous work. It's a classical whodunit mystery where it turns out it was the butler all along. Oops. Guess I spoiled it for you. Siehst du? Ich wusste it's es. Ich brauch still das Buch good. nicht mehr lesen. I recommend you check it out. Anyway, that little girl sounded a lot like my critics in Walnut Groove. They rated my latest novel a rotten score of 3 walnuts out of 10. But I don't write for them. I write from the heart, okay? Okay. It was nice running into you again, Builder. But I really should get back to work. Despite the one-off critic here and there, plenty of fans are in fact looking forward to what I come up with in Sandrock. So long! Okay, aber irgendwie... Was ist denn das für ein Typ? Schreibt er jetzt... wirklich,
Artikel für Zeitungen oder schreibt er jetzt Artikel oder Bücher? Was macht der Typ? Was will er hier bei uns? Was ist denn da hinten so los? Oh, da? Cool, cool. Ah, da ist auch nochmal ein Angelplatz. Da wollte ich hin. Zu dieser Quest. Sammeln. Ja, ich bin auf dem richtigen Pfad. Ja, ich bin immer noch auf dem richtigen Pfad, aber ich sehe gar nichts. Ne? Oh. Wow! Verdammt nochmal. Himmel, Herrgott. Verflixt und zugelegt. Mabel, hast du das Tor offen gelassen? Nein, Schatz. Oh! Wo zum Teufel sind dann all die Jackmen? Sieht aus, als ob dein Zaun kaputt ist, Partner. Brauchst du Hilfe? Ich bin Handwerker. Ja, nun, er kennt mich doch schon. Beziehung -1? Nun, ich kann mich nicht erinnern, dich irgendwas gefragt zu haben, Fremder. Cooper, erinnerst du dich nicht mehr? Wir beide zusammen hatten doch so eine lustige Unterhaltung. Ich erinnere dich, irgendwas gefragt zu haben, Fremder. Wie kommst du dazu, die Arbeit von guten, normalen Bürgern wie mir zu kritisieren? Woher soll ich wissen, dass du nicht an einer Verschwörung beteiligt bist, um mich von meinen Jugmates zu befreien? Hm? Bist du an den Ort des Verbrechens zurückgekehrt oder was? Alter, Junge, atme. Yeah? Na, ich habe gehört, dass es in letzter Zeit ein paar neue Handwerker... Hä, du hast doch schon mit mir gesprochen. Hätte nicht gedacht, dass es so viele sind, aber jetzt ist es wohl auch keine Überraschung mehr. Seitdem unsere Wasservorräte versiegen, sind gute Leute rar gesät. Ich kann es dir nicht verdenken, hier draußen gibt es nicht mehr viel zu verdienen. Als ich so alt war wie du, war das Sandrock, das ich kannte, praktisch das Paradies. Das stimmt, wir hatten Eier in jedem Nest, 2 Socken für jedes Paar Füße und Wasser, kostbares und köstliches Wasser. Es war genug da, nicht wie heutzutage. Coopers raue Stimme, die früher wie Sandpapier klang, klingt jetzt wie ein sanftes Wiegenlied, das dir ins Ohr geflüstert wird. Weiter zuhören. Und die Kakteen, nun, ich denke, ich habe nicht das, was man einen konkreten Beweis nennen würde, eher einen Indizienbeweis, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Farbe der Kakteen ein wenig vergraut ist. Nicht, dass das unbedingt ein Problem wäre und ich gebe zu, dass es auch ein Hirngespinst sein könnte, aber die Sinnlosigkeit von Coopers Geschwafel zerrt an deiner Seele, deine Augenlider werden schwer. Nee, wir reißen uns zusammen. Grün ist die natürliche Farbe eines gesunden Kaktus. Daher wäre es naheliegend, dass die Kakteen, wenn sie gesünder werden würden, grüner und nicht weniger grün wären. Was, wie ich bereits dargelegt habe, einfach nicht der Fall ist. Oh mein Gott, es kommt dir vor, als hättest du Cooper schon stundenlang über Kakteen. Aber als du auf die Uhr schaust, sind nur ein paar Minuten vergangen. Weiter zu hören. Coopers Tirade dauert eine gefühlte Ewigkeit an und du beginnst an deinen eigenen Verstand zu zweifeln daran, ob Cooper über eine außergewöhnliche Fähigkeit verfügt, die Zeit zu manipulieren. Weiter zu hören. Du bist nicht mehr in der Lage, dich auf die einzelnen Worte zu konzentrieren, die er sagt, aber er streift allgemeine Themen wie die Mode seiner Jugend und die verschiedenen Slangwörter, die zu dieser Zeit für Goals verwendet wurden. Weiter zu hören. Und das ist der Grund, warum eine Steckrübe... Oh Gott, was habe ich mir da angehört? Aber egal, all das hat sehr wenig mit dem Zaunbau zu tun. Das ist unsere aktuelle Priorität. Ich denke, es ist höchste Zeit, dass du deine Handwerker-Werkzeuge holst und dich an die Arbeit machst. Danke. Und stell sicher, dass es ein Bronzezaun ist. Ich weiß, was du denkst. Der ganze Rest des Zauns ist aus Holz. Nun, Überraschung, wir dürfen keine Bäume mehr fällen, also mach ihn lieber aus Bronze, du Steckrübe. Ich lege sofort los. Danke, Partner. Endlich ein Handwerker, der sein Geld wert ist. Ich weiß ja noch nicht mal, was ich hier bekomme, ey. Oh Gott.
So, dann gehen wir erstmal zu Jan. Da muss ich gleich nochmal in die Mine reingehen und dort nochmal Kupfer und Zinn besorgen. So, mein Chef, der einfach zu faul ist. Ach, Alter, wenn ich dich sehe. Oh, fix that window, eh? Oh, splendid! Another fine contribution to Sandrock on behalf of the Commerce Guild. I'm sure they'll have a few kind words to throw my way at the next fireside, eh? Wieso an dich? Du hast nichts gemacht. Du bist immer nur gemein zu mir. So, dann auf geht's. Ich muss jetzt noch mal in die verlassene Ruine Zeugs holen. Ich habe ja auch noch den anderen Auftrag. Oh Gott, wie viel Zeugs brauche ich eigentlich? Besorge Bronzestangen habe ich. Pflanzenfasern, dickes Seil brauche ich. Gut. Eigentlich ist es nicht gut. Ich brauche sehr, sehr viel von dem Zeug. Ah, ich habe mal wieder ein Skillpunkt. Nehmen wir das mal. Weil wir haben ja noch nicht genug Dreck, aber wir brauchen noch mehr. Ich glaube, mein Pass ist schon abgelaufen. Kann das sein? Oh ja. Gut, investieren. Investieren wir das alles mal und dann gehen wir mal wieder runter in die Mine. So. What? Well, this is a surprise. I predicted the Civil Corps would show up any minute now to rescue me, but I didn't expect them to send some random individual. Nevertheless, you're here now. Proceed with your extraction plan. I won't complain. You do have a plan, right? Wait. By the look on your face, perhaps you're not a rescuer, but a fellow prisoner instead. Oh. Okay, well, you can join the club and sit over there while we wait for the proper authority to appear. Hold on, I recognize you. You're the new builder. Perhaps we don't have to wait. With my intellect and your logistical aptitude, there may yet be new possibilities to extricate ourselves from this predicament. Let's look around this area to see if there's anything we can use to escape, relics or otherwise. Okay. Wir sammeln mal den Spitzhammer auf. Oh. Perhaps if this machine were repurposed somewhat, it could be fitted with an engine. With enough propulsion, we could likely fly out through that hole in the ceiling. Okay. Machen However, wir any minor miscalculation in trajectory might cause us to die, which would be suboptimal. Let's put this one down as Plan Z. Or perhaps just use your pick hammer to break it down into scrap. I'll leave it to your discretion. Okay, also. Nehmen wir mal die Leiter. This machine reminds me of something very obscure. Ja, wirklich. Something you never would have heard of. In certain old world literature, it was imagined that time travel might one day be possible. If only I could go back in time and warn myself not to travel into this tunnel. I could also tell my past self that you'd be falling down here around this time, and then sent myself to rescue you, solving this entire ordeal. That is, if my past self wasn't too busy right now. Wishful thinking, I'm afraid. Also, the fact that I did not meet myself before falling in here means that I do not uncover the secrets of time travel on this particular timeline. Or is there a reason I would have allowed this to happen? In any case, this machine would probably do us better as scrap. Can you break it down with your pick hammer?
Wieso sind denn die hier alle so gesprächig? Was stimmt denn mit diesen Leuten nicht? Looking up towards the skies for answers. That's entirely the reason I'm in this predicament in the first place. Well, Builder, our objective is rather straightforward, is it not? Exit through that gap above. Indeed, a mere difference in altitude has managed to contain us here. Ich könnte hier etwas bauen, das uns näher zum Ausgang bringt, wenn ich genug Material hätte. Pay me no mind, Builder. Complaining won't improve our situation. I suggest we continue looking around. Oh, wieso sind diese Menschen hier so? Okay, ich habe da... Komm, wir hauen hier mal rauf. So. Wood, stone, metal, scraps. These things are useful to you, are they not, Builder? Ja, I must admit, I find using such basic components to solve our predicaments somewhat... Regardless, Builder, I recommend you collect these materials. They may prove useful in our journey to the service. Alles klar. Ich mach das. So. Hier habe ich das auch alles. Ah, da ist noch ein Leiterteil. So, und jetzt zerlege ich dieses Ding noch. Ich bin eigentlich aus einem ganz anderen Grund hier. Aus einem ganz anderen Grund. Ich wollte eigentlich nur in der Ruhe, in der verlassenen Ruine, wollte ich doch nur... Ach, egal. Oh, using the environment to bridge the gap between us and that opening up there. In any case, let's save our celebrations for the service. After you, Builder. Danke, danke. Ich bin wieder frei. Finally! How serendipitous that you were the next to fall into that cavern. Hier ist es The so potential gefährlich. benefits overwhelmingly outweighed the risk involved. According to Civil Corps survey reports, I deduced the likelihood of uncovering a usable equatorial mount in these ruins to be upwards of 99.9%. Wow. Unfortunately, despite my in-depth and thoroughly digestible explanation, none of the Civil Corps members were able to comprehend the significance of an equatorial mount. Thusly, it became imperative that I come here myself, and hence my venture proved not only unfruitful, but also has caused a delay in my research. I must be heading back to the research center to make up for lost time. Perhaps I'll hire someone to continue the search for me. Für mich fortsetzt. Ja, lass mich doch helfen. Render unto builders the things that are builders. Indeed, you would be much more suited to the task. Surely you'll be able to find pieces of an equatorial mount in the abandoned ruins. Like, once you've found the pieces by diving in the ruins, you can use the restoration machine at Katori's museum to make it whole again. Please bring it to me at that point and not before. Goodbye. Okay, wie viel Zeit habe ich denn jetzt dafür? Oh, anscheinend ist das eine zeitlose Quest. Aber das andere alles nicht. Ich bin hier.